So, meine Damen und Herren, wir reacten auf ein YouTube-Video. Das habe ich übrigens beim Meier gesehen. Also jeder, was Tarkov spielt, kennt, glaube ich, Meier. Ist ein sehr interessantes Video. So wie ich das verstanden habe, ist das einer, der was Tarkov moddet. Und ich weiß jetzt nicht, wie einfach die Changes zum Übernehmen sind in Tarkov. Er hat manche Changes dabei, die sind sehr cool. Die fühle ich. Und da würden manche wirklich gut ins Game reinpassen. Und naja, das ist ein Typ, der macht den Mods. Also wenn das einer schafft, dann frage ich mich, wie kann das Battlestate Games nicht schaffen? Und das ist später auch eine Szene dabei und dort wie soll ich sagen, wenn die Szene kommt, dann zeige ich euch das, was ich da meine. Also das würde ich in Tarkov extrem fühlen. Na passt, wir schauen mal rein. Let's go! Wie gesagt, ich tue nebenher ein bisschen snacken. Is one of a kind. What began as a simple game to fund another project has evolved into one of the most complex, addictive, and genre-defining first-person shooters out there, despite being in early access to this day. However, as time went by, some changes were made to the game due to community pressure and cheaters, and lacking some features that I feel would make this a truly great game. In this video, I'm not going to suggest anything complicated, or say some frequently asked things like fix optimization, fix anti-cheat, fix servers, fix AI, or anything that's been quote-unquote planned by the devs, but rather give some ideas that I believe would benefit the game as a whole, in terms of fun and realism. So, let's begin. Frage ich mich, wie macht man solche Aufnahmen? Sowas wie da, ne? Wo er quasi mit der Sicht drüber fährt oder so. Als wie wenn es von der Vogelperspektive wäre. Zu laut, zu leise? Even after a fresh wipe, there are still cases of unstable pings in Tarkov, and one way to fix it is by using Game Booster. Streamer servers for everyone. Oftentimes in video games, it only seems like each continent has one big server, such as the EU, NA, or RUS server, but that's not entirely true. The game will randomly assign users to different sub-servers, such as one of the EU West servers, which may be far away from your place if you happen to be living in Eastern Europe, for example. This means you will not always get an optimal internet connection to the game server. GearUp ensures the best and most stable subserver when connecting to any EU servers with a single click. GearUp also has a similar system for the entire continent of North America and Asia. Activating GearUp Booster on Escape from Tarkov shows noticeably better ping than any EU server that I have tried. You can see some footage here of me trying a few different raids, and as we all know from Escape from Tarkov, every millisecond counts if you don't want to get head eyes from a guy who was seemingly behind cover. When GearUp connects you to a server, it ensures that you have a latency-free and a more stable ping. Ich weiß nicht, wie das ist, ob du sowas benutzen darfst. Weil bei Tarkov ist es immer gefährlich, wenn du irgendeine Applikation verwendest, die was halt, wie soll ich sagen, so eine Third-Party-Application oder so. Also da würde ich immer aufpassen. Ich persönlich würde es nicht benutzen. Experience, producing ping spikes, especially during peak times when there's a wipe in Tarkov. It can also optimize the network connections of people who suffer from bad network infrastructure. And don't worry, Nikira won't come knocking on your door at night with his banhammer, as it's completely safe to use. Alright. You can try GearUp for free by clicking the link in my description or in the pinned comment. Thank you GearUp Game Booster for sponsoring this video. Despite being a 7-year-old game, Tarkov is visually stunning. Also für ein Game, was 7 Jahre alt ist, ist die Grafik echt gut. It has photorealistic graphics with some of the most detailed maps like Streets of Tarkov.
However, at times, the game looks dull, washed out and gloomy. Genau das ist das, was ich meine. Warum muss auf Customs zum Beispiel, wie man da beim mittleren Foto sieht, warum muss immer so ein komischer Fog oder so ein Nebel sein? Wieso? Das gleiche rechts Factory, wieso muss immer so ein Dunst sein? Das könnte ja Battlestate Games beheben, weil er hat's geschafft. As if ambient lighting doesn't exist in this world, and no post-effect settings or any third-party software will ever fix that. This room, for example, has a couple of windows as a light source, but it doesn't light up the room well enough as it should. Unterschied wie There's Tag und also a Nacht. sort of vintage filter all over the screen which cannot be disabled using post-effects. That makes dark rooms and shadows a bit darker than it needs to. There are many other areas in the game that appears brighter or darker like that as a result. Da muss ich sagen, es schaut bis jetzt 10 von 10 aus, aber da oben schaut es ein bisschen übertrieben aus. Also das lenkt fast ab, das Gestänge dort oben. Aber wenn man schaut zum Beispiel, ne? Wo war denn das? Or darker like that as a result. Jetzt wenn da irgendwo beim Bait wer sitzt oder so, du nimmst den fast nicht wahr. Und jetzt musst du schauen, bis da hinten heller wird, ne? Das ist einfach besser. Und ich finde, das macht ja jetzt nicht so einen gravierenden Unterschied oder allein in der Fahrzeughalle da. Alles dunkel, wenn da vorne jetzt zum Beispiel bei der Paletten da einer irgendwo sitzt, fällt dir nicht wirklich auf. Zack, hell. Da soll es ausschauen, meiner Meinung nach. So viel besser. Anhand, dass du da hinten in den Raum schon mal eine siehst. Um Welten besser. Und das ist ja noch immer dunkel, aber du siehst wenigstens was. Let's not talk about interchanges lighting. Many people already know that map looks really contrasted. The building has so many skylights, and yet it's so dark during the daytime, as if the game has some sort of black filter all over it that cannot be disabled. Some people might think, so what, just use a flashlight, or just turn up the gamma in the Nvidia control panel. This simply proves that the lighting in this game is poorly done. Genau, da hat er recht. Weil er hat gesagt, du kannst zwar zum Beispiel das Gamma aufdran mit irgendeiner Software oder so, aber ist es der Sinn davon, dass ich irgendeine andere Software hernehme, um das Game zu fixen? Na. Now, picture this. You load into woods at 10 AM with a scope SVD40, and you get up on top of the rock that's on the northern side of the lumber mill. You drop your backpack, lay down, and take aim Das Video ist ja qualitativ sehr gut. Also, er hat es wirklich gut gemacht. towards the spine rock. The visibility is bad, Und das habe ich auch so oft gesagt. Der Schatten in Tarkov, wenn irgendwo ein Baum einen Schatten wirft, du erkennst in den Schatten nichts. Du kannst einer drin sitzen, du siehst ihn nicht da. there's a PMC in your field of vision. Can you see it? Ich habe 10 Sekunden Zeit, ein BMC zum Spotten. Bin gespannt, ob man im Chat einer findet. Ich habe gewusst, wo er sitzt, weil ich habe ein paar Szenen von dem Video schon gesehen. Ich habe gewusst, wo er sitzt und ich habe ihn trotzdem nicht gesehen. Es ist einfach makaber und so soll es sein. Was ist das für eine Entfernung von der Sniper Hill bis zu den Felsen? Ich glaube nicht einmal 100 Meter oder vielleicht 100 Meter. Du siehst ihn einfach nicht sitzen. Das ist abartig. The distant shadows in broad daylight looks absolutely pitch black, as if it's a portal to the shadow realm. Which is Du siehst ihn da hinten nicht einmal. Du siehst nur dann, wenn er schießt, ne? probably a result of So, du siehst ihn überhaupt nicht da. poorly adjusted fog. Oh, und auf einmal siehst du wen. There are many dark spots like this where players can hide and take you by surprise, even in plain sight, if they wear any dark gear.
Removing this fog from the Shadow's Vault not only makes the game look better, but also make camping more difficult, because people sitting in dark corners and bushes would be easier to spot and would encourage them to change positions more often, as they Was haben wir heute gesagt mit der Buschmeter? Habt ihr es gerade gehört? better, but also make camping more difficult, because people sitting in dark corners and bushes would be easier to spot and would encourage them to change positions more often, as they would be more. Und ich glaube, dass das den Casual Gamer tatsächlich auch helfen würde. Weil Casual Gamers würden sich vielleicht noch ein bisschen mehr trauen, auf der Map herummoven, weil sie Campers oder Leute, wo sie irgendwo verstecken, irgendwo am Boden hinlegen, früher wahrnehmen. Weil jetzt ist so, irgendeiner sitzt im Schatten, du siehst nicht einmal, wie es killt und denkst dir, Alter, ich hab nicht einmal gesehen. Ganz klar, dass es dann Spieler gibt, die sagen, okay, weißt du was, ich schaue, dass ich am Rand der Map laufe, versteck mich irgendwo, weil ich kann hinter jeder Ecke sterben. Und das, also ich finde, wie er das da gesagt hat, das passt schon so, ne? more likely to be spotted if they stayed in the same spot. Instead of justifying the rat tactics on social media, To break a man's will, to break his spirit, you have to break his mind. Men have this idea that we can fight with dignity, that there's a proper way to kill someone. It's absurd. It's anesthetic. We needed to endure the bloody horror of murder. You must destroy that idea. Show him what a messy, terrible thing it is to kill a man. And then show him there should be much less fog inside and outside in general. Not only it looks unnatural, it also cripples your ability Jetzt denk mal, du sitzt irgendwo mit einer Sniper. and outside in general. Not only it looks unnatural, it also cripples Warte mal, gehen wir auf Frame zurück. Stell dir vor, du sitzt irgendwo mit einer Sniper. Magst nicht einmal auf 100 Meter irgendwann snipen bei deinem Fog. Oder sagen wir 150 Meter. Zack, bumm, und du siehst auf einmal was. your ability to do long-range sniping and make the already underused high-powered optics even more useless. In clear weather, the only place you can spot fog in real life is in the distant horizon, unless it's a rainy or humid weather, or you live in a place that suffers from heavy air pollution. Sure, at times it makes the game look super atmospheric, but it looks so weird that it's always this fog. And it's also the reason people are discouraged from using glasses, because they make your head stick out like a sore thumb. Some of you might say, but fog is Also, ich muss ehrlich sagen, ich würde es so fühlen, wenn sie die Veränderungen schon im nächsten Vibe reinhauen würden. supposed to improve performance. And no, it absolutely doesn't. It only covers low detail objects in the distance, so it doesn't look obvious. I'm not saying remove fog Denkst du, siehst ja da nicht einmal gescheit die Straße, da siehst du komplett bis zur Tankstelle vor. Fuck, oder? altogether, but make it much less widespread. My last complaint about the graphics is the bloom. Please give us the option to disable it or turn down its intensity. It should be a standard feature, as bloom is one of the most hated post-processing effects in almost every game, because of how over-exaggerated and blinding it usually is, instead of being subtle. For a hardcore shooter, the gunplay lacks proper feedback and punch. And by punch, I mean something I feel like the game is sorely missing out on.
as the main draw of Tarkov's combat for me has always been the raw violence of a gunfight. With the blood shooting out and the body parts blown and disfigured, these would add that bit of weight that the game is missing to feel truly gritty and immersive enough to give you PTSD. To keep it sensible, the would be limited. Ich habe, glaube ich, gerade geredet, war ich gemutet war, ne? GG. Was ich vorher gesagt habe, war das, also so die Bluteffekte in Tarkov, oder dass du mit Gliedmaßen abtrennen kannst, wegschießen kannst, ich brauch's nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich vermisse sowas nicht in Tarkov. Das habe ich vielleicht als kleines Kind ein bisschen cool gefunden, nicht einmal tut wahrscheinlich. Aber das ist ein Feature, was ich in Tarkov überhaupt nicht brauchen kann. Also ich vermisse es nicht, ich brauche es nicht, ich wünsche mir es nicht. Da gibt es wesentlich wichtigere Sachen, wo sie die Arbeit einstecken sollten. That bit of weight that the game is missing to feel truly gritty and immersive enough to give you PTSD. To keep it sensible, the would be limited to shotgun rounds, high caliber rounds and direct impact explosions. Dann, bei der Schrotflintenmunition, wenn da ein bisschen mehr Blut spritzt, überhaupt kein Problem damit, weil ich glaube, das ist echt so ein bisschen Realismus-Effekt. So, dass du Gliedmaßen wegschießen kannst und so, keine Ahnung, ich brauch's nicht. From grenade launchers. And the chance of it happening would be dependent on the ammo's fragmentation chance. On top of that, the visors could get blood all over them if you killed an enemy up close, requiring you to wipe your visors every now and then. Da denke ich mir, Tarkov ist schon irgendwie so ein Game, es ist ja alles so schwer. Ist sowas noch, muss noch ein zusätzliches Ding, wo du dein Face Shield abwischen musst? Na. When you get shot in the head through a visor, some blood would also splatter on the inside of your visor, making dying that much more brutal with face shields. And if you picked up the helmet with a visor off of a player that got shot in the head with it, there would be some blood splatter on the overlay. Also das ist ein Ding, keine Ahnung. Wie gesagt, ich brauch's nicht. Ich sage, das Video ist an und für sich richtig geil gemacht, also mir taugt's. The current recoil system contradicts everything about realistic weapon handling. Das jetzt gesehen, wie wild der Aimband war? The current recoil Schaut mal, wie hoch die Gun auffährt. system contradicts everything about realistic weapon handling. Your PMC shoots every gun as if it's missing a stock. The muzzle of the weapon always bounces up and the iron sights become borderline unusable at the first couple of shots. But after a while, it automatically starts compensating the recoil for you. It makes single fire and burst firing absurdly difficult and encourages you to Generell Burst Fire habe ich in Tarkov nie interessant gefunden. Keine Ahnung. spray and pray in most cases. Weapon recoil is more realistic when full auto firing becomes more and more uncontrollable per shot and relies on the player's killer input to control it, instead of it being auto-compensated. It's a more traditional way of handling weapon recoil, but it is miles better than what Tarkov has currently. Da zieht er, glaube ich, mit der Maus nicht gegen. Das ist einfach nur, wenn du die Feuertaste drückst. Der zieht da, glaube ich, nicht gegen. Weil das ist controlled. Weil das andere war uncontrolled. Ja, genau, okay. Und das ist kontrolliert, also er zieht quasi die Maus gegen. Sonst denkst du für so ein Budget-Bild. Das soll es eigentlich sein, meiner Meinung nach.
Also da mit der Gun finde ich es einfach zu strong. Weil von der, ich glaube 15 Schüsse hat er drin, also 15 Schuss Magazin. Ich glaube, da haben sicher 10 davon getroffen, das Ziel. Weil dann ist das ein Meter Gun nachher. Ich muss auch sagen, das Semi-Auto habe ich ein bisschen zu stark gefunden. It is harder to control than you would think, but in most cases, semi-auto and burst firing would outperform full auto while also making point firing less powerful. To further discourage the use of full auto fire, you would lose arm stamina at a faster rate when firing. The higher the ergo, the slower the arm stamina drain is during sustained firing. To prevent recoil reducing attachments from turning your guns into absolute laser beams, we need to make their stats multiplicative rather than additive, which in the simplest of terms would effectively shorten the gap between a lightly modded weapon and a fully modded weapon. Da muss ich sagen, bin ich ja zu 100% seiner Meinung. Weil das ist in Tarkov oft so, dass wenn du ein Budget-Bild spielst, also ein Budget, dass du teilweise nicht mehr viel Unterschied hast zu einem Full-Meter-Bild, also der, was dir eine Hausnummer 350.000 Rubel kostet, weil die Sachen, wenn du zum Beispiel einen Griff aufbaust, der was die minus 3% Recoil gibt, dann baust du hinten noch irgendeinen Stock auf, der gibt die minus 3. Dann sollten es in der Theorie minus 6% Recoil sein. Aber in Tarkov ist so, 3 plus 3 ist auf einmal Nummer 4. Und das ist das irgendwie, ne? Deswegen, meiner Meinung nach, teilweise, es lohnt sich einfach nicht, ein Metabild zu spielen. Du steckst viel zu viel Rubel rein und kriegst nur ein paar Prozent mehr. By reducing the effectiveness of stacking multiple attachments. Jetzt habe ich schon einmal angesprochen. In echt kannst du die Visiere, wie soll ich sagen, wenn du nehmen wir her, ein Voodoo-Visier hast, 1 bis 6-fach. In echt hast du ein Rädchen, wo du drehen kannst dabei, zum Beispiel einfach, zweifach, dreifach, vierfach. In Tarkov hast du nur 1 oder 6. The devs really need to add more variable zoomings to scopes that have the ability to adjust zooming levels instead of just having 2 modes. It would make so many high magnification scopes actually usable and not limited to longer ranges. Glaube ja, weil, sagen wir uns ehrlich, die Scopes, warum spielst du die im Game? Das hast du, glaube ich, damals für die komische Sturmen-Quest braucht, okay? Oder was das? Eins von den zwei. Aber warum spielst du das? Spielst du einfach. Not to mention the fact that almost every decent FPS games has this feature. It also needs the ability to let us fine-tune the mouse sensitivity for its zoom level for some added precision. Now, I understand that some scopes Da frage ich mich, wie machst du solche Aufnahmen in Tarkov? Wie? like the Voodoo Wie macht er and das? Vortex Mann, da liegt wahrscheinlich irgendein Kollege am Boden und filmt es einfach mit, wie er da herumläuft. and not scopes like the Aber wie machst du Voodoo sowas? and this feature. It also needs the ability to let us fine-tune the mouse sensitivity for its zoom level for some added precision. Now, I understand that some scopes like the Voodoo and Vortex would become more powerful, since you can instantly switch between zoom levels, and that we made the graphics cleaner in the first chapter of this video. So how can we balance it? One way is to add a little animation when adjusting the zoom levels on your scope that's not too slow or too fast. The other way to balance it is to ban the high power scopes from the flea market and make them found in raid only. Das hat irgendein Tarkov-Streamer mal gesagt. Ich glaube, war es nicht der Jessica Sam oder der Veritas, dass die großen Scopes sowieso eigentlich aus dem Game, also nicht aus dem Game gehören, sondern das wirklich so am Flea Market ban. Wenn du eins findest im Raid, okay, aber ansonsten kannst du das nicht über den Flea Market oder so kaufen. Weil wenn du so ein Razer VC oder irgendwas hast, du hast einfach einen Vorteil gegenüber anderen Spielern, die was sowas noch nicht gefunden haben. Ne? Also wenn jetzt Early Vibe bist oder so, du hast einen enormen Vorteil, weil du einfach die Fights auf Range nehmen kannst. Ne? So that the people who play the game less frequently have an equal chance of acquiring them compared to those who play Tarkov religiously, and perhaps increase the spawn chances of them a tiny bit as well. Wie kommst du jetzt auf schwarze people can Magie? actually find them. Next up is the ability to switch to iron sights when using Ganz wegen der Aufnahme, wo ich gesagt habe, wo da eine vorläuft und dass du so quasi ein Third-Person-View hast. side-mounted or dovetail style optics like the
Das muss ich sagen, würde ich komplett auf einer Hunter oder SKS fühlen. View scopes or PSO scopes. Some realistic shooters like Red Orchestra 2 and DayZ have this feature, and it does the job pretty well. The scope might cover some part of your screen, but it's better than trying to point fire with a mouse in, for example. It would make these kind of scopes more viable at close quarters combat, instead of buying an expensive scope with a backup red dot sight on top of it. Speaking of, the Spectre scope still doesn't accept any red dot sights. Stimmt da. BSG, please fix. You can already technically do so with a weapon rifle, but it Das würde ich so fühlen, Alter, ehrlich. requires a small red dot sight to do so. I tried to do the same with the SVD, but had no luck. Although if you use a USP1 scope, it kind of works. But I wish you could do this with just iron sights. Moving on, there is a small exploit in the game that lets you ADS without decreasing your FOV. I'm sure most of you have heard the phrase, it's not a bug, it's a feature. And this no FOV zoom should be one of those as an optional setting. The only drawback to it is that it's harder to pinpoint targets at a distance with something like a scope. But honestly, it looks more immersive that way, and it looks especially great on pistols. If you were holding down shift this way, it would zoom in on your camera like usual to help you aim. But overall, it makes aiming down sights feel smoother and would be a fantastic option for those who find FOV zooms jarring. There aren't many disadvantages when it comes to using face shields and night vision goggles right now. The face shields' only drawbacks are a smudged plexiglass overlay or a narrow field of view, and NVGs are simply more sensitive to bright lights. People using these often have a much better chance of surviving raid. Ja, dann das alles überlebt. Ich war reingelaufen und hätte schon Eis gekriegt. Let's start with face shields. In reality, it is physically impossible to aim down sights with face shields. Das habe ich tatsächlich beim Airsoft-Sprung gemerkt. Ich habe einen, wie heißt das schnell, einen WAQ-Helm. Dort habe ich das gemerkt, weil du hast du vorne ein komplettes, wie soll ich sagen, einen Gesichtsschutz. Einen Augenschutz, einen Mundschutz, Ohrenschutz, alles. Also du hast quasi von vorn bis bis zu den Ohren einen Schutz. Du magst teilweise nicht anlegen. Deswegen bin ich auch am Überlegen, wenn ich wieder Airsoft weiterspiele, das in WAQ-Helm wieder weg tue. Es ist zwar kein Mode, du gehst irgendwo hin, du weißt, die kann keiner im Gesicht ausschießen. Es tut einfach nicht weh, die kann keiner aufs Ohr schießen, das ist wiederum cool. Aber zum Aimen, zum Visieren ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, ich taug's nicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich wieder zurückgehe. Nur eine Schutzbrille, vielleicht ein Mundschutz und fertig. On, unless you use a pistol, a folded or stockless gun, or a gun with special stocks. It is crazy that Killa is so accurate with his Meska helmet's visor down, even though you can barely see through that thing. What I'm suggesting is that face shields would block ADS if the weapon has a stock that isn't folded, so stockless or folded weapons and pistols would allow ADS. This way you can decide for yourself if you want some extra protection or precision. Regarding NVGs, with some exceptions like the PVS-14, it's difficult to aim down your scopes on your weapon because of the goggles themselves. And even if you could, you wouldn't be able to get a clear picture. Since we also removed most of the fog in the first chapter of this video, NVGs should block ADS if the sight you're using is a magnified. Aber ich bilde mir ein, dass Battlestate Games einmal gesagt hat, dass sie das sowieso vorhaben, dass das kommen sollte. Dass wenn du ein Face Shield spielst, dass du nicht ins Visier gehen kannst und das gleiche mit dem 80-Gerät. Ich bilde mir ein, das haben sie sogar schon mal gesagt. Optic. Aber das werden sie wahrscheinlich über die Jahre vergessen haben. Similar to the face shield nerf, instead of ADSing, you will point fire instead to help you aim with the assistance of lasers or canted sights. This change would not only make IR lasers, canted sights and night vision scopes more useful, but also enhance the tactical feeling that the developers are aiming for. Das haben wir alle schon mal gemacht. One thing that discourages PvP and looting in general is that the game punishes you by making you overweight prematurely.
The problem with the current weight system punishes you by Level 1 Stärke bis mit 26 Kilo schon überladen. making you Und mit Level 42, 32 Kilo, okay. Oh. overweight prematurely. The problem with the current weight system is that it starts off too strong, even with a relatively medium gear. The way it could work instead is that the amount of penalties should gradually build up the heavier you get, while still brutally punishing Ja, würde auch so fühlen. you for heavy luring. One extra penalty that BSG could add in the overweight zone is to make pro movement block stamina regain, because crawling can be quite exhausting, especially with over 30 kilos of loot on your back. To further improve the weight system, the devs could finally implement that gear comfort mechanic for backpacks, at least. A feature in which backpacks has a comfort value, which slightly reduces the weight of items contained inside. It would apply to each bag with different stats. The comfort stat would not reduce the weight of the bag itself, but only the items it contains. This change would ultimately punish players wearing heavy gear, rather than those scavenging for loot, in a looter shooter. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. This one is for the dead gamer with 7 children, the standard edition users, and everyone in the early stages of Wipe. Also ich glaube, mit 7 Kindern hast du gar keine Zeit mehr zum Spielen. A collection of small cases and containers that are cheaper and smaller alternatives to bigger containers, helping you better organize your stash in the first month of a wipe. Instead of saving up for a scav junk box, you could buy a toolbox that can only store tools and parts for a fraction of the Würde ich zu 100% fühlen. price. You could also buy a small ammo pouch. Weil, was wäre ein Problem? Ich meine, das mit den 6 Slots würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so auszahlen. Also nicht. Aber wo wäre das Problem, wenn sie so ein Item einfügen ins Game, was vielleicht bei einem Level 1 Händler oder Level 2 Händler schon kaufen kannst? Dass du nicht bis Level 3 oder Level 4 grinden musst. Vor allem für die Standard-Account-Nutzer wäre so interessant. Aber dann würden sie wahrscheinlich wieder weniger EUD verkaufen. A Mac pouch. A medicine pouch. Komplett seiner Meinung. Or a cute little lunchbox. Die Lunchbox finde ich jetzt. Ja, Man, so viel Zucker reinhauen und so reicht schon, ne? Which could be sold or bought by level 1 or 2 traders. Genau wie ihr sagt, was Sounds mit more Level like a 1 TV Trader commercial oder than a 2 schon suggestion, kaufen kannst. But you get my point. Die Hideout Cat. Now let's discuss some quality of life suggestions. As of making this video, there are currently 164 different ammunitions in the game with many different stats. Holy wee. But the two most important factors for everyone are damage and penetration. However, these stats are not shown in game, and newer players have no idea if the ammo is worth using or not. Even the descriptions of these ammos don't tell much and only confuse new players even more. They would have to look up ammo guides on YouTube, look up different ammo types on the Tarkov wiki, or look at a dozen other ammo charts from different websites, or the one posted by the devs themselves. In my opinion, showing damage and penetration in the in-game ammo stats is a lot more important than bleed chance, for example. Voll seiner Meinung. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt das Tarkov Wiki, es gibt so viele Guides, also warum haut man das nicht gleich ins Game rein? Oder wie er sagt, du ersparst dir das einfach, dass du irgendeine Website aufmachst und das nachschaust. Was wäre da jetzt so fatal dran, wenn du einfach nur 2 Zeilen hinzufügst mit Fleisch schon und Penetration oder so? Was wäre da verwerflich? Alternatively, based on the penetration value, the ammo stats could indicate which armor class it is most effective against. Oder sowas wahrscheinlich, ne? Wo steht, gegen Level 4 ist es noch effektiv, alles drüber zahlt sich nicht mehr aus oder irgendwie so, ne? It has a penetration value of, say, 37, rounded up to 40, which means it is effective against class 4 armor. Also 100% seiner Meinung. The in-game Das hätte schon längst gemacht gehört eigentlich. map system is completely redundant, since you can simply look up third-party maps on Google. People who play for immersion, or even newer players who don't know the maps, can't even use the in-game option properly, because it requires giving up a valuable slot in your secure container, since you can't put them in the special slots. Instead, they pull up a third-party map on their phone or a secondary monitor, if they had one.
Putting the maps in the special slots would at least make them somewhat viable. Ja, die Ingame-Maps, was es gibt, das Item, was er zum Beispiel gesagt hat, die Ingame-Maps, wer benutzen das? Das ist eigentlich ein Item, was irgendwie komplett umsonst ist. Es gibt im Hideout gibt's irgendein Craft mit den Maps, aber wer benutzt das? Option properly, because it requires giving up a valuable slot in your secure container. Ich finde an und für sich so die Maps jetzt nicht schlecht zeichnet, ne? Since you can put them in the special slots. Instead, they pull up a third-party map on their phone or a secondary monitor, if they had one. Putting the maps in the special slots would at least make them somewhat viable. We could make these two items a bit more interesting by being able to unpack them in your stash. Unpacking a bag of MRE could give you up to 7 food-related items that are randomly selected, because there's a lot more than crackers in an MRE, believe it or not. It would work the same way for tool sets, giving you up to 5 random tool items. Ich meine, fühle, was er meint, aber da denke ich mir, brauchen wir das? Ist an und für sich auch wieder irgendwie so wie Glücksspiel, wie der Clans, ne? It would grant you another option for acquiring these items if you ever decide to unpack them, instead of selling them on the flea market or getting them for some early quests. Most small and low value barter items should have the ability to be stacked together. It makes no sense that most of these smaller items take up as much space as a tank battery or an electric motor, for example, and most people rarely loot that many of these items anyway, unless they specifically need them for quests, hideout upgrades, or to fill space around their actual valuable loot in raids, until they find something more valuable. They should stack up to 3 times, so it's reasonably balanced, but anything. Wenn du vom Lightkeeper die VPX kriegst, also wenn du die Quest beim Lightkeeper abgibst, bei der ersten Quest, glaube ich, gibt er dir eine VPX und die sind auch gestackt. Also das gibt's schon in Tarkov, dass du stacken kannst. Aber anscheinend kannst du bis jetzt nur der Lightkeeper. Ich meine, Munition und die Items kann man auch stacken, das funktioniert jetzt schon. Aber andere Items, zum Beispiel wie die VPX, die kann zum Beispiel der Lightkeeper für die stacken. That's worth a damn, like a GP coin, VPX, LEDX, should be stackable only in your stash. This change would help you save some space, especially for those who only have the standard edition of the game. An optional tooltip when hovering your mouse over weapon mods in the weapon building screen could show a quick overview of relevant. Ja, das zu 100%. Da verstehe ich nicht, warum das bis heute noch nicht im Game drinnen ist. Wenn du über irgendein Item drüber fährst, wo dir einfach aussagt, was du schon mehr kriegst. Warum das bis heute nicht drinnen ist im Game? Stats and comparisons. This would allow you to quickly discern which mods are better. Dann brauchst du nicht immer da umschauen, du siehst das gleich über die Items, nicht? Dann brauchst du noch einmal drüber haben, aha, ja passt das nämlich. For your build and compare other mods faster than eyeballing the info stats. Hovering over a weapon mod in the menu would show a comparison of that mod and the mod already on the weapon. And holding control would switch between the comparison and stats view. While we're on the modding screen, we could say goodbye to the lower part of the info stats, as they're irrelevant when it comes to modding and would free up some screen space. Recht hat er. Lastly, an optional setting that adds more checkmarks and more detailed tooltips to items, to indicate if they are needed for hideout upgrades or if they are on your wishlist. It would also show a tooltip with the list of modules the item is needed for, when your cursor hovers over the checkmark. Würde ich auch fühlen, sowas. Das ist einfach ein Quality of Life Change. Dass du nicht ins Hideout gehen musst, irgendwas, zum Beispiel du klickst jetzt das Gym an. Aha, da brauche ich die und die und die Items. Dann klickst du aus, machst du irgendwas im Stash und hast das schon wieder vergessen, ne? Und so siehst du gleich, welche Items du brauchst für das Upgrade, ne? Wäre ein cooles Quality of Life Feature. This feature would help people find wishlisted items in raids, check if the items are needed for something, and spend less time alt-tabbing out of the game looking for the items they actually need. Warum muss das, wenn die Gun jammt, warum muss die Standardeinstellung so kompliziert sein? Warum kannst du nicht irgendeine Taste nehmen? Oder wenn deine Gun jammt, dass du einfach nur einmal auf die Feuertaste klicken musst, also die Animation von selber behebt. Warum muss ich das auf irgendeine Tastenkombination auflenken? Das frage ich mir auch. Komplett sinnlos.
Ich meine, an und für sich ein cooles Gimmick, aber ob man das in Tarkov brauchen, gibt's glaube ich wichtigere Sachen. Das schaut cool aus, was Seite jetzt am Hals unten hat irgendwie was. Mit dem Tattoo und so. Ich hoffe, dass Achilles Suit nie in Tarkov reinkommt. BG, Alter. Many people complain that the early stages of a wipe end too fast and run into players who are already armed to the teeth with the best gear. Anyone who is really committed to the game is already over level 40, has the stash of a late wipe Chad, and has already got cap like 2 weeks into the wipe, which is mind-boggling. Until we actually get in-raid traders like Lightkeeper, I believe that putting a time gate on every quest that is divided into several parts, such as the Punisher, Chemical or Test Drive, would be a decent placeholder that would truly prolong the early and mid stages of every wipe, and casual players would be able to catch up to the Chads who play this game around the clock. Ich fühle das, was er sagt, ich verstehe, was er damit sagen will. Und was ich cool finde, ist, wie er eben sagt, dass dadurch das Early Vibe Feeling wahrscheinlich länger erhalten bleibt. Allein aus dem Grund würde ich das sogar zustimmen. Nur das andere ist, wie viel Prozent der Spieler sind es, was nach 2 Wochen Level 40 sind? Wie viel Prozent? Sollen es 5, 10% sein? Ist man extra wegen 10% jetzt die Quests timegaten? Keine Ahnung. An und für sich fühle ich das, was er sagt. Aber im Prinzip bestraft man damit Spieler, die was das Game einfach mehr spielen. Aber ja. An und für sich habe ich nichts dagegen, aber ich muss es nicht unbedingt. There's already a time gate on some parts of the Gunsmith questline, but honestly, all parts of it should be affected by this change. I'm not asking for a 24-hour or a 12-hour time gate. I'm asking for a minimum of 6-hour time gate at the very least. See if people would prefer this change over running into landmark wannabe number 6969 on the 3rd day of the wipe, who also already unlocked the flea market and next level traders. 200 Ledix. Ja, gut. UD-Account. Streamer-Challenge, aber nicht wirklich, na. Oh. If you have a better idea for prolonging every wipe, then please share it in the comment section. Oder wie viele Leute haben und da cheatet in der Streamer-Challenge? Das ist jetzt schon der 3. von denen ich weiß. And that's everything on my wishlist. If you made it this far in the video, thank you so much for your attention. I just wanna say that I'm not a game designer, nor do I control BSG's action. I'm just an avid Tarkov fan who wants to see this game succeed, despite all the issues it has. Perhaps I expect too much from BSG, knowing their track record and their dislike towards offline Tarkov. You and your team don't like the single-player Tarkov version with like mods and stuff. But are you still like looking at some of them like for inspiration or like just maybe even to hire some developers? Because like I saw some videos with like really great mods like, I don't know, recoil-wise or something like that. So do you still maybe get inspired by mods? Also das könnte man auch anders sehen. Ich weiß, es ist ein Mittelfinger, aber man könnte es auch anders sehen. Vor allem schaut es fast aus, als würde da was runtertropfen, oder? Ja. I saw a lot of things over there too. I really saw that videos. And the thing is, you can make everything offline. But in our game, it's so complicated to add any feature, especially which related to online and networking, it's pretty hard. Of course, there are features that doesn't need, like the online aspect is doesn't need it, but still, we have our own plans. And of course, when people see that somebody made something and it feels like he's way better than us. Gutes Video.
Like habe ich da lassen. Abo kriege von mir. Gutes Video. Ich hau euch nochmal einen Link rein. Für jeden, der was das nochmal anschauen will. Echt gutes Video. Also ich würde sagen, mit 90% von seinem Video stimme ich überein.